Hi, willkommen zu Make It Personal. Ich bin Irina und ich freue mich, dass du da bist. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, was Draht Customer View ist und wie man durch Predictive Insights das Kundenverständnis erweitern und ergänzen kann. Heute starten wir das spannende Thema Predictive Analytics und wir werden zuerst über die Daten sprechen, ja, denn das ist das allererste, was man fragt, wie viele Daten brauche ich, die Modelle zu trainieren und welche Daten sind es. Zuerst, was ist Predictive Analytics? Das ist ein Teilbereich der Business Analytics. Es werden Modelle von Machine Learning verwendet, um die historischen Daten auszuwerten, zu analysieren und auf der Grundlage von diesen historischen Daten Prognosen für die Zukunft zu treffen. Machine Learning Modelle suchen nach Mustern und Zusammenhängen, diese dann auf die bis jetzt unbekannte Datensätze übertragen können. Da wir im Kontext Kundenkommunikation sprechen und Kundenverhalten, werden dementsprechend historische Kundendaten analysiert und ausgewertet und Vorhersagen über das zukünftige Kundenverhalten getroffen. Welche Use Cases gibt es für Predictive Analytics? Zum Beispiel eine sehr nützliche Prognose ist die Vorhersage von der Abwanderungswahrscheinlichkeit, die den Unternehmen hilft, die Abwanderungsquoten zu reduzieren und eben die Kundenbindung zu verstärken. Der nächste Use Case ist die Vorhersage, Evaluierung der Kaufbereitschaft, ja, das den Unternehmen helfen kann, die Cross- und Upsell-Kampagnen besser einzusetzen. Oder Einschätzung des Potenzials eines neuen Kunden oder vielleicht sogar auch eines Leads, wenn die Daten es erlauben. Ja, welche Daten brauchen wir denn, um die Modelle erfolgreich trainieren zu können? Ich habe jetzt hier ein paar Datentypen aufgelistet. Es können natürlich Daten aus verschiedenen Systemen sein und meistens ist es auch so. Wir haben auch letztes Mal darüber gesprochen, dass man als erstes alle Daten an einem Ort zusammenbringen muss und eben diese kundenzentrierte Datenstruktur zu erschaffen. Es können die Transaktionshistorie sein, es kann die Kommunikationshistorie sein und wie die E-Mails geklickt wurden, auf welche Themen der Kunde reagiert hat, wie hat sich der Kunde auf der Webseite oder in der App verhalten und so weiter. Ja, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Daten, die wir sofort in unsere Kommunikationsstrategien aufnehmen würden. Aber diese Daten können für die Modelle nützlich sein, für das Modelltraining. Ja, da sind die verschiedenen Datentypen, die für das Modelltraining angewendet werden können. Aber woher weiß ich oder wie kann ich die Frage beantworten, ob meine Kundendaten ausreichen, um die Modelle zu trainieren? Es gibt Kriterien, nach denen man die Datenlage einschätzen kann, ja, die sogenannten Wies. Es gibt noch zwei weitere, die ich jetzt nicht auf diese Visualisierung mit eingeschlossen habe. Die gehen da schon ziemlich tief in die Datenanalyse rein und sind jetzt nicht unbedingt sehr wichtig für die Predictive Analytics. Deswegen spreche ich über die 4, die ich dann für die wichtigsten halte. Als erstes Volume. Wie viele Daten habe ich denn insgesamt? Ja? Punkt Nummer 2, wie vielfältig sind die Daten? Variety, wie unterschiedlich sie sind. Je unterschiedlicher, desto besser. Value, Nutzen. Ja, wie relevant, wie nützlich sind die Daten, die ich habe für meine Fragestellung? Veracity, Qualität und Genauigkeit. Wie gut wurden die Daten gepflegt? Wie sauber sind sie? Ob es Lücken gibt und ob man dann die Daten aus verschiedenen Systemen auch gut miteinander matchen kann. Das sind so die 4 Wies, also die 4 Kriterien, nach denen man die Datenlage einschätzen kann. Besser die Kriterien Volume und Variety zu verstehen, mag ich gerne diese Visualisierung, dieses 3D-Koordinatensystem, wo wir auf einer Achse die Kundenmenge haben, auf der anderen Achse haben wir die Kundenattribute, ja, so diese eben Variety, wie viele verschiedene Attribute uns zur Verfügung stehen. Und die dritte Achse ist die Historie, Dynamik, ja, aus wie vielen Jahren haben wir diese Historie. Es gibt keine geschriebene Regeln, dass man so und so Kunden haben muss, mit so und so Attributen und so aus so und so Jahren, ja, weil jedes Geschäftsmodell ist individuell. Als Faustregel, einfach als Orientierungspunkt. Ein guter Anfang ist, wenn man im B2C-Segment 10.000 Kunden hat,
Man kann dann mit der Transaktionshistorie anfangen und dann noch weitere Daten hinzufügen und dann auch iterativ zu arbeiten. Und das Wichtigste ist, dass wenn auf einer Achse die Daten fehlen, sei es die Historie, die Dynamik, die Kundenattribute oder die Kundenmenge, man kann versuchen, es dann mit einer Achse zu kompensieren. Ja, wenn wir jetzt über die Use Cases aus dem B2B-Segment sprechen, dann haben wir dementsprechend weniger Kunden, aber vielleicht viel mehr Daten, die aus der Interaktion mit diesen B2B-Kunden entstanden sind. Wir haben jetzt kurz so angesprochen, welche Daten wir brauchen, wie viele Daten wir brauchen, aber wir haben die Frage immer noch nicht beantwortet, habe ich jetzt genug Daten oder nicht? Ja, wir können natürlich einen erfahrenen Data Analytiker fragen, der mit Predictive Analytics schon gearbeitet hatte, dass er sich die Daten anschaut und dann so ungefähre Abschätzung gibt, ob die Daten ausreichen oder nicht. Aber wirklich endgültiges Ergebnis, ja, die endgültige Antwort kriegen wir nur durch Testtraining. Denn die Genauigkeit der Modelle für Predictive Analytics kann evaluiert werden. Genau wie bei ChatGPT kriegen wir auch hier immer eine Antwort. Aber im Gegensatz zu ChatGPT können wir diese Antwort auch evaluieren. Ja, es gibt unterschiedliche Methoden, wie man die Modelle auch abschätzen kann. Und darüber sprechen wir in meinem nächsten Video und wir sehen uns in einer Woche. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Stay tuned und let's make it personal.